Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute bin ich nicht alleine hier. Heute haben wir auch noch den Thorsten dabei. Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Moin, schön mich hier zu haben. Ja, es freut mich sehr, dass du mir die Ehre erweist und auf meinen Kanal hier auch vorbeischaust. Das bedeutet mir wirklich viel und dass du dir heute die Zeit nimmst, um ein paar Fragen zu beantworten, die ja einerseits von mir kamen, aber auch aus der Community, was den Leuten so auf dem Herz liegt. Und das weiß ich und die Community wissen das dann auch wirklich sehr zu schätzen, weil als Geschäftsführer ist man wahrscheinlich auch zeitlich immer ein bisschen knapp dran, sage ich mal. Deswegen freut uns das sehr, dass du heute hier bist. Hat mich auch sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast diesbezüglich. Da war ich sehr aus dem Häuschen gewesen. Cool, freut mich zu hören. Ja, ansonsten erstmal zur kleinen Einleitung. Wie ist so aktuell die Stimmung im Hause Playa? Alles in Ordnung? Wie sieht es da bei euch momentan aus? Ja, also bei uns ist es schon so, dass wir auch gerade, wir nehmen das ganze Feedback, was ja im Moment auf uns zuströmt und auch was von uns aufgenommen wird, natürlich auf und bearbeiten das halt hier. Ne? Und von daher haben wir da auch viel im Moment uns dran gesetzt, diese Dinge halt auch umzusetzen und darauf einzugehen. Und deswegen ist das etwas eine Sondersituation schon für uns intern und es ist auch nicht ganz einfach für manche Personen, weil man aus seinem normalen Arbeitsrhythmus rausgenommen wird und zu sagen, hey, wir kümmern uns jetzt erstmal darum halt. Mhm. Wie ist das so für euch gewesen, als ihr das Update rausgebracht hattet? Kam die Reaktion aus der Community überraschend für euch oder habt ihr schon damit gerechnet? Weil du hattest in einem anderen Video mal gesagt, dass es schon irgendwie bewusst war, dass es ein bisschen übereilt gekommen ist. Konnte man das schon so ein bisschen abwägen, dass die Stimmung vielleicht nicht ganz so gut ist? Und vor allen Dingen, wie war dann die Stimmung danach bei euch im Team aufgrund dieser Ja, Reaktion? also ich sag mal so, ne? Wir sind jetzt seit über 13 Jahren hier und in den letzten 13 Jahren haben wir viele Updates halt gemacht. Und ich sag mal, in der Phase vor 2021, bevor ich alleine die Geschäftsführung gemacht habe, war es halt häufiger noch so, dass wir Updates gemacht haben, rausgehauen und ja, kommt damit zurecht. Da haben wir häufig nicht drauf geachtet. Das war ein bisschen speziell manchmal. Mhm. So, und nach 21 oder ab 21 haben wir uns halt ganz anders um die Dinge halt gekümmert halt, ne? Und ähm, um auf die Stimmung anzusprechen, nein, mit der Reaktion haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagt so, boah, wie konnte das denn passieren? Natürlich haben wir uns jetzt auch im Nachhinein sehr viel Gedanken dazu gemacht. Weil natürlich, als das Update rauskam, kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass die Projektleiterin eben auf mich eben zukam und sagt so, oh, da sind schon negative Bewertungen halt, ne? Und ich meine, denn wie viele? So, und dann hat man das erstmal in die Summe genommen und sagt so, ich meine, so, ja, natürlich ist es so, dass manchen es nicht gefällt Mhm. halt, ne? Das ist immer so. Hab das erstmal darunter eben belassen, bis es dann 1, 2 Tage, 3 Tage später eine Größenordnung an und man merkt so, okay, das ist jetzt keine normale Reaktion, wo man sagt, hey, 5 Leuten gefällt es immer nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja einfach ein persönlicher Eindruck von der Sache. Aber jetzt reden wir von anderen Zahlen und dann, als das Wochenende vorbei war, war ganz klar, okay, das kommt an vielen Punkten für eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich einfach für diejenigen, die es länger spielen, überhaupt nicht gut an, wie wir das da umgesetzt haben. Und das war natürlich eine Reaktion, die wir überhaupt nicht erwartet hatten, weil, also wir haben es natürlich nicht erwartet, wenn du mit erwarten würdest, würdest du es nicht machen. Ja. Ne? So kann man das vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Ja, also für mich war so der Zeitpunkt, wo ich das realisiert hatte, als dann angefangen haben, irgendwelche Magazine sogar über Shakes and Fidget zu berichten, so Negativpresse. So, da habe ich dann so gedacht, okay, ja, ne, dann schaut man sich so um, die Steam-Bewertungen ne, sind runtergegangen, so man schaut, okay, die Kommentare nehmen Überhand und ja, da habe ich mir schon so gedacht, okay, es ist ja in der Vergangenheit ja hier und da mal öfter passiert, dass es mal zu irgendwelchen ja, Fehlern und sowas kommt. Das ist ja auch normal im Prozess, sag ich mal, dass nicht alles immer perfekt laufen kann und so. Ne? Aber ja, diesmal war es schon irgendwo eine andere Größenordnung, die Also das Ganze angenommen es hatte. ist, es ist eben ein großer Unterschied, ne? Wenn wir ein Update rausbringen, wo, keine Ahnung, 15 Sachen angepasst wurden und vielleicht 2 größere Sachen passieren. So, ne? Das von den 15 Sachen, ne? Von den 13 kleineren Sachen, irgendetwas so ist, oh, da habt ihr überhaupt nicht drüber nachgedacht, das ist passiert. Und dann ändern wir das ja auch.
Aber das von einer der großen Sachen oder die große Sache eben komplett eben an gewissermaßen an eine große Zielgruppe von diesem Spiel vorbeigegangen ist, das hatten wir nicht erwartet. Mhm. Da würde ich persönlich mal zu meiner nächsten Frage direkt kommen. Wie möchtet ihr zukünftig verhindern, dass es nochmal, falls es irgendwelche speziellen Änderungen im Spiel geben sollte, dass dies ja nicht mehr so schlecht von der Community aufgenommen wird, beziehungsweise sowas, wie es jetzt halt rausgekommen ist, in Zukunft zu vermeiden, und wie wollt ihr solche Updates in Zukunft testen, dass halt eben ja sowas eventuell nicht mehr passieren kann? Also, zum einen ist es klar, wir hätten einen Beta-Server für diese Version halt machen können. Wir hätten es nur zu dem Zeitpunkt für das Shakes and Fidget 15 Jahre Geburtstag von der Zeitraum hätten wir es nicht geschafft. Das meinte ich auch schon mal zuvor. Das war einfach zum Beispiel einfach eine klare Fehlentscheidung, die bei mir halt eben lag. Ne? Zu sagen, hey, wir kriegen das fertig. Ich vertraue darauf, dass wir das so hinkriegen, dass die Leute es halt mögen und so weiter. Dann passieren halt gegebenenfalls Fehler, wenn man, naja, wie man es halt so kennt, wenn man irgendwelche Sachen zu schnell versucht fertig zu bekommen. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir mit Sicherheit in Zukunft wirklich vermehrt Beta-Server und Beta-Tests halt fahren werden, um die Community da auch eben mit einzubinden und eben abzuholen. Für eine neue UI ist es natürlich komplizierter. Das heißt, man kann zwar am Browser die neue UI halt haben, aber wie macht man das, dass man mit einer App drauf zugreift als Beta-Test? Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, das halt umzusetzen. Aber auch das ist für uns klar, wir würden halt in Zukunft das, was wir jetzt schon gemacht haben und auch nächste Woche auch noch passieren wird, wir werden mit Sicherheit kleinere Schritte halt machen. Kleinere Schritte, wo man sagen kann, hey, ist das gut? Kommt gut an, wunderbar. Hey, das kommt nicht gut an, alles klar, wir können es zurückdrehen. Hm. So dass man eben Schritte machen kann, wo man sagt, einzelne Schritte und ich sag mal eher eine Evolution statt so ein bisschen Revolution, sondern eben einzelne Schritte, die gegebenenfalls man auch zurücknehmen kann. Und ich denke, das wird dazu auf jeden Fall in Zukunft zu führen, dass wir nicht so, was für uns da praktisch eben passiert ist, dass das so in der Form nicht nochmal vorkommt. Okay. Also habt ihr vor, auch wieder solche Open-Beta-Server zu machen oder vielleicht auch Ja, Closed-Beta? Ähm, also Closed Beta ist ja ein bisschen, okay, wie viele Leute lassen wir da drauf, wie viele Leute brauchen wir gegebenenfalls? Das kommt ja häufig dann eben auf das Update. Wir haben ja teilweise interne Tester, wir haben eine gewisse Peer Group, wo wir mit externen ja auch schon eben drauf lassen, zu gucken, hey, wie sieht das halt aus? Da haben wir praktisch eine Mini-Closed Beta. hm. Aber um jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, wir brauchen Last, wir brauchen eigentlich 100.000 Kämpfe von echten Spielern über eine Woche, das funktioniert natürlich nicht intern und so weiter. Und wenn sich die Sachen halt einfach zu komplex sind, sie zu berechnen, also man kann ja sagen, es ist immer der gleiche Kampf, aber wie ist es denn, wenn jetzt 10 verschiedene Klassen unterschiedliche Stats sich hochgelevelt haben und dann gegeneinander kämpfen in diesem neuen Feature? Das lässt sich zumeist eben nur theoretisch berechnen, aber in der Praxis sieht das dann halt ganz häufig eben anders aus. Und dafür brauchen wir natürlich dann größere Betas halt, ne, wo sich eher 1.000 und mehr Leute dazu anmelden. Okay. Werden da zum Beispiel auch sowas wie Serverauslasten oder sowas mit unterberechnet? Weil momentan ist es ja so, dass ja auf dem Server, wo ich ja auch drauf spiele, F9, das ist zum Beispiel mein Main-Account, da würde mich persönlich auch mal sehr gerne interessieren, warum es gerade der Account geworden ist. Es gab da auch viele Verschwörungstheorien, kann ich dir sagen. So, das ist jetzt gerade der Server, wo jetzt der Ortszeit drauf spielt. Das war ja damals S31 gewesen. Und ja, das kam damals mit dem Backend, als das neue Ja, Backend irgendwie ins Spiel kam. Und da kam dann so ein bisschen das Thema auf. Da war die Kommunikation noch nicht ganz so gut wie heutzutage, wo zum Beispiel es jetzt irgendwie Producer Notes oder sowas oder irgendwelche Stellungnahmen, wie jetzt zum Beispiel von dir jetzt gab. Da kam das Backend auf S31 und in der Community war schon so das Gerücht, okay, das könnte sein, dass da ein neues Backend irgendwie drauf ist, aber keiner konnte es beweisen so. Und dann wurde es nachher irgendwann vom Playa dann angekündigt. Ne? ja, Der Server fungiert ja so ein bisschen als Live-Test-Server, so kann man sagen exakt. eigentlich. Ne? Das kann man ruhig auch so sagen. Wir haben es eben extra so eingerichtet, dass dort eben alles um 24 Stunden eher
eben so eingeschaltet, dass die Events alles 24 Stunden eher passieren. Ähm, und das ist auch mit der Zeit ja auch passiert. Ne? Jetzt ist ja der F9, ne? Früher der S31 da dran. Warum es der S31 gewesen ist, ne? Es ist echt eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass im Nachhinein habe ich mit dem Team gesprochen und ich wurde darauf angesprochen, aber das ist, wo Dorsa seinen Account noch, das war auf jeden Fall ein kurzes Thema. Meinte, Okay. ja, aber ist doch okay, dann bekommt er viele Sachen eben vorher mit und andere waren so, ja, aber auch die Fehler, wenn was kaputt ist und das ist ja, wo wir es ausprobieren. Ja, okay. Und ich glaube, dann haben wir es aber dabei belassen und haben es dann nicht nochmal geändert. Ja, interessant auf jeden Fall, dass ich da auch kurz zum Thema kam. Also ich Ja, kann, ja. kann auf jeden Fall sagen, dass solche Entscheidungen auch irgendwo eine gewisse Auswirkung hat auf die Creator oder so, sag ich mal, weil halt eben, ne, ja, die stecken da unter einer Decke, gerade wenn man halt eben als ne, Partner von Shakes and Fidget halt eben, da, ne, es ist halt schnell, sind halt die Leute schnell Nee. mit Vorurteilen, Vor sag allem, ich mal. das war ja aus meiner Sicht ja eh noch zu einem Zeitpunkt, wo wir sehr viel weniger Kontakt auch eh hatten, als Ja. es jetzt ist, manchmal. Ne? Also, und der Kontakt, den wir jetzt haben, soll ja auch eigentlich nur dazu helfen, dass du und weitere eben auch besser informiert einfach seid. Ne? Also, Mhm. und nicht kein Rätselraten passiert. Ja, genau. Da würde ich auch direkt zurückkommen zum eigentlichen Thema und zwar ein paar Fragen, die ich aus der Community gesammelt habe zum UI, zum neuen UI-Update. Ich hatte ein Video gemacht, wo die Community Kommentare drunter posten konnte, dass ich mit Thorsten ein Interview mache und die Kommentare, die halt am meisten Votes bekommen haben, die habe ich mit ins Video genommen. Auch die Fragen, die mich persönlich auch sehr interessiert haben und habe da jetzt halt eben einen Großteil rausgefiltert. Und ich glaube, was halt auch für viel Unmut in der Community gesorgt hat, ist halt eben, dass zum Beispiel jetzt den Leuten ein neues Interface sozusagen geboten wird. Halt alles wird neu gemacht. Die Leute wussten aber nicht genau, warum eigentlich wurde das neu gemacht, welche Notwendigkeit verfolgt das. Das wurde natürlich auch kommuniziert, dass es zukünftig halt eben dort für neue Features dienen soll und zusätzlichen Platz ja, in das Game hinein befördern soll. Und das ist jetzt soweit schon alles kommuniziert worden. Die Fragen, die dann da teils aufkamen, sind dann, weil man das ja nicht direkt sehen kann, die neuen Features, die sind ja noch nicht da. Das muss ja erst alles, das war jetzt quasi so der Grundbaustein, wo jetzt alles nach und nach dann drauf aufbaut. Wann und mit welchen Features kann man da vielleicht in Zukunft rechnen, beziehungsweise kann man da schon so ein bisschen was anteasern, damit vielleicht die Leute halt eben auch schon so ein bisschen beruhigt sein können, okay, da kommt in Zukunft wirklich jetzt irgendwie was, soweit du natürlich da irgendwas ansatzweise zu sagen kannst, denn, ne? Also, es ist ja so, dass wir genau für diesen Fall eben manches davon vorbereitet haben. Ja, einmal, warum haben wir das eigentlich eben gemacht? Klar ist für ein Spiel, das 15 Jahre alt geworden ist es natürlich so, dass wir über die Jahre immer wieder Features hinzugefügt haben. Und gerade in den ersten 10 Jahren haben wir Features hinzugefügt, ohne sie eigentlich wirklich so in die UI und in die Menüführung einzubinden, dass es sich einfach natürlich und normal anfühlt. Ne? Also, dass ich auf gewisse Buttons einfach zweimal drauf drücke, um in das Feature reinzukommen, hat ja auch nur den Grund, weil wir damals in Anführungsstrichen zu faul waren, uns überhaupt eine neue UI zu überlegen, sondern dann packen wir das dahinter, drückt man einfach zweimal da drauf, dann landet man da. Hm. Das muss man teilweise wissen. Und natürlich ist das etwas, was auf Dauer nicht immer für ein Spiel drin verbleiben kann, weil sonst sind wir irgendwann, du musst viermal auf den Button drücken, dann bist du in dem Menü. Also es wird ja nicht einfach, es wird ja immer komplexer. Und deswegen war klar, wenn wir die sogenannte First-Time-User-Experience zu sagen, hey, wie kommt man in das Spiel rein? Langsam modernisieren halt, ne? Mussten wir irgendwann sagen, okay, dann müssen wir auch die Menüführung einmal etwas moderner halt gestalten. Und dann ist das praktisch erstmal das rausgekommen, wie es jetzt ist. Wichtig ist halt, auch nach dem ganzen Feedback haben wir jetzt auch ja schon reagiert, dass wir sagen, okay, wir bringen halt dieses Kompaktmenü halt eben raus. Wir werden kommende Woche halt auch noch eine Menüansicht tatsächlich rausbringen, die eher, ich sag mal, wir werden sie auch Classic-Menü halt nennen und werden es halt praktisch so zum größten Teil dann spielbar sein, wie es zuvor halt gewesen ist. Und du kannst es halt in dem Augenblick tatsächlich für das einzelne Gerät eben festhalten. Ne? Also wenn ich Mobile sage, okay, ich komme mit
diesem Menü klar, dann ist da drauf geschrieben, wenn ich am PC bin, möchte ich gerne mit dem Kompaktmenü spielen, dann spiele ich das darüber. Mm, Nur noch mal zum Verständnis für Ja. mich und die Zuschauer. Also es wird dadurch quasi möglich sein, die alte Version irgendwie von dem Spiel wieder zu bekommen? Oder wie genau Also ist das gemeint? es ist nicht komplett die alte Version, das funktioniert nicht und es funktioniert nicht auch in diesem kurzen Zeitraum, aber es ist die alte Menüführung. Das heißt, was die übersichtlich angeht, dass wir doch sagen kannst, hey, ich möchte gerne das Classic-Menü halt haben, so dass die alte Menüführung da ist und man weiß sofort, okay, das ist mir vertraut, das sind die Buttons, wie sie angeordnet sind, damit komme ich am einfachsten zurecht. Okay. So dass wir das halt umgesetzt haben und dann kann man das sich selbst eben entscheiden, okay, mit welchem Menü möchte ich denn eigentlich spielen. Mhm. Okay, also Ähm, das wurde jetzt quasi von dem Feedback der Community daraufhin entwickelt oder stand das schon ja. vorher fest, dass ihr sowas machen Nein, wollt? das stand nicht vorher fest. Das ist für uns natürlich intern ein ganz anderer Aufwand noch, aber wir haben halt ganz klar gemerkt, das ist der Wunsch auch der Community, dass der auf jeden Fall da ist und dass man das zum großen Teil auch so eben spielen kann. Und für die Zukunft ist für uns klar, wir wollen natürlich dann, wie ich dann vorher erklärt hatte, eher durch Stück für Stück Änderung sehen, ob wir die Leute halt eben von den anderen Sachen Stück für Stück auch überzeugen können. Dass man sagt, okay, nee, das finde ich auch wesentlich besser, wie das jetzt strukturiert ist, dann spiele ich mit diesem Menü. Oder das Menü passt sich Stück für Stück halt an, zu sagen, hey, so funktioniert das ja super. Es ist noch übersichtlicher geworden. Aber dass wir dann eher Stück für Stück diese Anpassung machen. Und natürlich hat das dann halt auch, wie du in der Frage gestellt hast, eben wenn es um jetzt zukünftige Feature halt geht. Klar, haben für nächstes Jahr Feature geplant, die mit der alten UI so erstmal nicht wirklich möglich waren. Und Mhm. deswegen die Menüführung ist zum großen Teil damit möglich, teilweise mit den neuen Features eben nicht. Und wo wir eben Platz geschaffen haben, um mehr Übersichtlichkeit für manche Sachen halt zu geben, war natürlich auch viel Grund, um das halt anzupassen. Okay. Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Ich denke mal, das wird auch viele Leute freuen, dass sie da die altgewohnten, das altgewohnte Muscle Memory quasi wiederbeleben können, weil ich glaube, das war für viele auch ein Grund gewesen. So, man war schon vertraut mit dem, wo man hinklicken muss, Ja, ganz genauso. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe mich jetzt an das Neue auch schon wieder, also mein Muscle Memory hat sich daran auch schon wieder gewöhnt, wo ich jetzt genau was zu tun habe. So, es geht relativ fix tatsächlich. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass die Leute, das, die halt eben ja über 10 Jahre oder so, ne, da vielleicht dann teils nicht ganz so also zufrieden es mit sind. ist, ich glaube, ne, auch gerade für die Leute, die gesagt haben, so jetzt erstmal, ich schaue jetzt im Moment für eine Woche, 2 Wochen erstmal überhaupt nicht bei Shakes Fidget vorbei, geht es ja auch dran, gerade für diejenigen, die sich gar nicht mit der neuen UI auseinandersetzen wollten und gesagt haben, okay, nee, möchte ich nicht, dass die einfach die Option halt haben, ja, okay, wenn ich jetzt wieder reinkomme, habe ich die Möglichkeit, mit dem Classic-Menü halt zu spielen. Damit komme ich klar und dann sind gewisse andere Anpassungen noch da, die relativ leicht und offensichtlich halt sind und ich habe nicht die Übersicht halt verloren. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr da so auf das Feedback der Community eingeht und da euch quasi diese extra Arbeit macht. Das hätte natürlich auch alles vorher, ne, das ist natürlich klar, ne, aber jetzt versucht man halt das Beste so draus zu machen aus der Das aktuellen hätte man sich Situation. auch vorher eben dadurch einen längeren Entwicklungsprozess sparen können und man hätte es auch insgesamt vielleicht sogar darauf auslegen können, dass beides möglich ist. Klar, dann wäre das Update niemals zu diesem Zeitpunkt gekommen, dann wäre es vielleicht wahrscheinlich nächstes Jahr gekommen, weil das viel, viel, viel mehr Aufwand halt ist. Mhm. Aber gegebenenfalls muss man jetzt im Nachhinein sagen, wäre der Aufwand gerechtfertigt gewesen. Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören. Durch den gewonnenen Platz, den man jetzt hier durch durch das neue UI jetzt gewonnen hatte, wird es da in Zukunft eventuell auch wieder feste Features, wie zum Beispiel die Festung Unterwelt oder sowas geben, Arena Manager, weil in letzter Zeit wurde ja mehr der Fokus auf temporäre Events gelegt, Ja. wie zum Beispiel den Elevator, Legendary Dungeon und jetzt halt eben auch den fahrenden Dungeon. Ich in der Vergangenheit hatte gesagt gehabt, dadurch, dass halt eben ein Platzmangel herrscht, noch auf der alten UI, sollten sie sich mehr auf temporäre Events konzentrieren. Das war so damals meine Meinung. Da wusste ich halt noch nicht davon, dass halt eben im Hintergrund sowas schon
geschaffen wird, so, weil halt eben ich auch gesehen hatte, okay, das Spiel ist überfüllt. Wo will man jetzt noch was Neues, Festes, auf Ja. Langzeit noch irgendwo hinzufügen? Okay, dann ist ja natürlich klar, konzentrieren sich wahrscheinlich mehr auf temporäre Events, was ja jetzt auch der Fall gewesen ist. Aber dadurch, dass jetzt halt eventuell ein bisschen mehr Platz ist, wird sowas in Zukunft kommen. Und es wurde ja auch sowas wie Late-Game-Content angesprochen. Kann man da eventuell schon so die ein oder andere Sache zu verkünden vielleicht? Oder? Also so ein bisschen klar nicht dazu sagen, natürlich hat sich durch den jetzigen Zustand natürlich etwas von unserer internen Roadmap, wie wir Sachen umsetzen, natürlich jetzt auch wieder was war nach hinten verschoben. Deswegen haben wir ja meistens immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bange, jetzt einen Zeitpunkt zu nennen. Und dann sagen wir, nee, es wird doch 3 Monate später was, weil das frustriert eigentlich jeden. Hm. Und erst haben wir es immer versucht, eben so zu machen, erst wenn wir wirklich wissen, okay, zu dem Zeitpunkt kommt das Update, wir können es rausbringen oder da kommt eine Beta und so weiter. Also wir werden ähm, allerhöchstwahrscheinlich dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Beta zu diesem Late-Game-Content, zu diesem Feature halt sehen. Das würde ich halt wahrscheinlich als wahrscheinlich annehmen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall da noch eine Beta zu sehen. Okay, das ist auch schon mal schön zu hören, aber da kann man jetzt noch nichts zu sagen, ob es in Zukunft feste. Ob wir es hinkriegen, ist halt auch dann immer noch so, ui, ist Ja, jetzt eine ziemlich knappe Sache halt. Ne? ja. Aber sagen wir so, das ist so der Zeithorizont, ob es dann halt Anfang Januar eben dann erst wird mit der Beta, aber das ist so der Zeithorizont auf jeden Fall, wo wir das halt anfangen mit der Umsetzung zu planen, beziehungsweise da auch das Feedback einholen wollen. Ich meinte tatsächlich so feste Updates, ob es da nochmal so feste Updates in Zukunft. Also wie gesagt, sowas wie die Festung oder die Unterwelt ist, also kann man noch nicht viel zu sagen, denn bestimmt, oder? Also ich sag mal so, wir werden uns auch in Zukunft wenn du meintest, die Unterwelt oder die Festung halt nehmen und die auch tendenziell auch noch überarbeiten. Aber Achso. dazu, und wenn wir jetzt nochmal sagen, das, was ich meinte mit diesem Late-Game-Content, wo wir eine Beta zu sehen, ist auch ein komplettes Feature wie die Festung oder so weiter. Auch von der Komplexität dann halt Okay. später. Das ist das, genau, das wollte ich ungefähr wissen, ja. Ja. Dann nur noch eine kleine Sache, das wird aber, glaube ich, schon soweit bestätigt. Viele, sehr, sehr viele Leute haben sich die Timer zurückgewünscht von den verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel ja, Dungeon, irgendwie Stadtwache, K Quest und sowas. Ja. Kommt da in Zukunft was? Die sind ja mit Release dieses Videos wahrscheinlich dann schon veröffentlicht. Okay, ja, wir hatten jetzt noch nicht genau über die neuen Patch Notes gesprochen, die jetzt Ja, morgen, glaube ich, zum Zeitpunkt des jetzigen Videos rauskommen, ne? Gut, ja. das ist schon mal dann gut. Okay, dann brauchen wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Dann kam noch ein bisschen Feedback von der Community, wie zum Beispiel, dass es eventuell nicht sinnvoller wäre, zum Beispiel in der Charakterübersicht, da hat man ja auf der ersten Seite zum Beispiel auch so die Attribute und sowas alles und in dem letzten Fenster hat man die Tränke und Reittiere, dass man die nicht vielleicht zusammen mit den Attributen in einen Tab packen könnte, damit man alles so wie früher zum Beispiel übersichtlich hat, weil bei mir ist es also quasi das Reittier und die Tränke gegen die Ausrüstung tauschen quasi, was man ja momentan auf der ersten Seite hat, unter den Stats, die Ausrüstung, weil bei mir ist es zum Beispiel, mir ist es auch aufgefallen, dass und das ist mir tatsächlich vorher noch nie passiert, dass zum Beispiel meine Tränke ausgelaufen sind oder mein Reittier abgelaufen ist. Das hatte ich immer alles so übersichtlich gehabt im einen Blick und das ist mir jetzt tatsächlich mit dem neuen Ja. Update so passiert, dass ich da nicht alles direkt im Blick habe. Und genau deswegen haben wir es auch wieder geändert. Ja, perfekt. Ja, ist ja Ja, super. ja. War auch wirklich, ne, und deswegen finde ich es das super, wie du eben dieses Feedback auch gesammelt hast. Es ist, ich- Es freut mich jetzt, zu hören, dass es auch von mehreren Stellen eben ähnliches Feedback kommt. Ne? Wenn es halt immer nur eine einzelne Sache und wir wissen überhaupt nicht, okay, wie sollen wir damit umgehen? Wollen das mehrere Leute oder will das eine Person? Ne? Mhm. Und freuen uns natürlich, wenn wir von den Stellen so dieses Feedback eben reinbekommen und sagen, okay, wir können einen Haken hinter machen. Ne? Wir können das halt auch, den Wunsch halt in dem Sinne auch erfüllen, das wieder zu ändern. Okay, ja, sehr schön. Kommt das auch, ist das auch schon mit dem neuen Update jetzt drin? Okay, Ja. alles klar, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich glaube, das Video kommt dann, denke ich mal, am Donnerstag oder Freitag oder so dann raus. Oder beziehungsweise, warte mal kurz, ich muss mal kurz nachdenken, Ja. dass es wieder vorne ist.
Ja, sagen wir so. Ich muss kurz drüber nachdenken, aber ich meine ja, dass das jetzt auch schon drin ist. Okay, sehr gut. Ähm, das Untermenü in der Ehrenhalle unter Fortschritte, das lässt sich durch mehrfaches Klicken des Knopfes Ehrenhalle der Reihe nach durchschalten, also zum Beispiel von Helden auf Gilde und so weiter. Durch Mhm. mehrmaliges Klicken auf dem Knopf. Beim Gaukler Goblin und beim Quartier ist es zum Beispiel nicht so, dass man da jetzt durch das mehrmalige Klicken auf den Knopf quasi auch die Tabs weiter bewegen kann. Und da wurde halt geschrieben, dass man sich eventuell überflüssige Mausbewegungen und Zeit ersparen kann. Und die Post hat unter anderem auch diese gleiche Nicht-Funktion, sag ich mal. Also da ist es auch nicht der Fall. Kann man da eventuell auch ja, in Zukunft was machen? Also das sind zwar nur so eine Kleinigkeiten, Ja, aber gern. Das ist so ein bisschen eben dieses Thema Quality of Life, ja. ne? Dass du da, hey, mir werden einige Klicks erspart, wenn ich die Funktion habe. Das nehme ich gerne mal mit auf. Mhm. Ich glaube, aber den Punkt haben wir, glaube ich, bisher noch nicht. Ja, ich habe hier viele so eine kleinen Sachen, aber im Prinzip Mhm. dieses ganze Feedback, hauptsächlich geht es, glaube ich, den Leuten auch darum, Quality of Life so wenig wie möglich irgendwo hin und her, weil sie es von früher so kannten, okay, man hat alles wirklich so übersichtlich und jetzt muss man halt mehrere Mausklicks machen, um halt eben das zu erreichen, was man will. Das beste Beispiel, ja, was ich auch sehr gerne mache, ist, wenn ich mich zum Beispiel mit anderen Spielern und deren Werte vergleiche. Vorher war das quasi in dem Charakterbild, okay, man klickt da drauf und dann konnte man sich vergleichen. Jetzt ist es so, man klickt auf Info, man muss runterscrollen, man geht auf Werte, dann geht man auf Werte vergleichen, dann muss man wieder auf Attribute gehen und das sind halt ne, sehr viele Mausklicks, um Mhm. halt eben an sein Ziel zu kommen. Und ich glaube, das ist halt eben sehr wichtig für die Leute, dass der Spielfluss nicht unnötig verkompliziert wird. So. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ja. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die angesprochen worden ist. Dann zum Beispiel auch ein kleiner Verbesserungsvorschlag, ich weiß nicht, ob das auch schon aufgenommen worden ist. Viele Leute haben auch geschrieben, dass sie sich zum Beispiel anhand der Schriftfarben von Attributen und Runen ähm, ja, sehr orientiert haben. Zum Beispiel, ja, Glück ist rot, Intelligenz ist grün ne, und so weiter, Stärke ist blau. Und zum Beispiel die Runen und Verzauberung von der Hexe, die waren auch nochmal in verschiedenen Farben unterteilt. Das ist jetzt alles relativ in gleicher Farbe, sag ich mal. Mhm. Und das könnte eventuell auch die Übersichtlichkeit und ja, vom Game halt verbessern. Fand ich auch Das sehr ist schade, dass zum Beispiel, Ja, das ne, ist ein Punkt, stimmt, wurde auch häufiger genannt. ja, Den haben wir, ist, ja, tatsächlich. Und ist etwas, was wir noch nicht wieder anpasst haben und wahrscheinlich auch nicht in der kommenden Woche schaffen, das anzupassen. Aber den Punkt haben wir auf der Liste drauf, dass wir mit Sicherheit auch noch so wieder anpassen werden, dass man durch die Farben eine schnellere Übersicht zu den Sachen halt gewinnt, weil das Auge, wenn es eine Farbe halt sieht, braucht man die Zahl erstmal gar nicht lesen oder es gewinnt wesentlich schneller an Übersichtlichkeit. Da hast du auch absolut recht. Und eine Sache ist mir auch noch als Feedback da gekommen, es ist tatsächlich für teilweise Farbenblinde bis Farbenblinde auch noch einfacher, wenn die Farben sich stark unterscheiden, dass sie dann auch schneller, ich sag mal, wenn du nur Grauschattierungen erkennst, ist es dann halt eben auch noch einfacher, als wenn es praktisch alles die gleiche Farbe ist und nur mit einem hervorgehobenen, helleren Gelb. das stimmt, ja. Irgendwas mit einem Farbenblind-Modus hatte ich auch irgendwann mal aufgegriffen und gelesen gehabt, ja. Ja, muss ja auch dran gedacht werden. So, aber schön, dass an sowas dann auch gedacht wird. Dann. Genau. Dann war von mir zum Beispiel nochmal eine Frage bezüglich des fahrenden Dungeons. War der so geplant, wie er jetzt rauskam, beziehungsweise vom Balancing her? Wird da in Zukunft noch was passieren? Und kann man eventuell auch an dieser Station, wo jetzt halt der fahrende Dungeon ist, mit weiteren Events vielleicht rechnen, die sich so in einer gewissen Reihenfolge wiederholen? Also der fahrende Dungeon wird zunächst mal das Balancing halt noch angepasst, weil da hatten wir in dem Bereich so grob ab 200 irgendwo bis Anfang 300, 350 waren viele der Gegner halt eben zu schwer. So. Und das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal fürs nächste Mal an. Der fahrende Dungeon selber, den werden wir wahrscheinlich ähm,
immer mal wieder machen. Also der wird nicht kein Event sein, was einer klaren Regelmäßigkeit halt folgt. Aber er ist praktisch ein Vorläufer von einem größeren Event, was dann wieder eine Regelmäßigkeit haben wird. Okay. Ja, das klingt schon mal sehr interessant, ja. Okay. Ja, aber so vom fahrenden Dungeon kann man jetzt nicht so einordnen, okay, der ist jetzt so, was weiß ich, viermal im Jahr wie der Legendary Dungeon oder Elevator. Nein, nein. Den werden wir praktisch, wo wir sagen, okay, das passt vom Zeitraum her einfach, wo wir sagen, okay, da ist noch nicht so viel los im Moment, dann wäre es doch cool, wenn wir ihn starten. Da wäre vielleicht mal auch eine Rückfrage an dich. Was wäre denn aus deiner Sicht ein guter Zeitraum, was die Information halt angeht, wo du sagst, hey, wie weit im Voraus sollte man das denn halt wissen? Ab welchem Zeitpunkt ist es so, dass es zu weit im Voraus ist, oh, dann verrät man zu viel oder dann spielt man jetzt schon eben anders, weil dann wird das und das passieren. Ab welchem Zeitpunkt, wo würdest du sagen, hey, wie viel Zeit im Voraus sollte man wissen, was kommt an den nächsten Wochen? Jetzt in Bezogen nur auf den fahrenden Dungeon oder generell auf die Updates? Also eher schon generell, ja. Ja, das kommt natürlich immer auf die Tragweite des Updates an. Wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie dieses UI-Update, was jetzt wirklich schon sehr ja, groß ist, sag ich mal. Auf der einen Seite fand ich es eigentlich gar nicht so verkehrt und das hatte ich auch in der Community gelesen gehabt, dass ihr quasi durch verschiedenes Anteasern der Updates die Community schon ein bisschen drauf aufmerksam macht. Es ist natürlich immer so ein Zwiespalt, das weiß ich auch selbst, weil man will natürlich auch eventuell nicht allzu viel vom Content zeigen, weil sich die Leute drauf freuen können. So ging es mir zum Beispiel in der Vergangenheit auch oft. Ne? Dann auf Beta-Servern hat man dann quasi schon die Updates vorher dann halt schon alle gesehen und so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass ihr das macht, dass ihr das vorher testet mit der Community und teilt, dass man halt eben das alles testen kann, damit es halt eben nicht zu solchen Fehlern kommt. Was es dann wiederum schwer macht, ein Update anzuteasern, weil dann hat man es ja schon gesehen. So, das ist so dieser Zwiespalt Genau, natürlich. da hängen wir auch in dem Zwiespalt halt. Ne? Ja. Ähm, aber wäre es jetzt zum Beispiel, wenn es nehmen wir einmal mal ein konkretes Beispiel, der fahrende Dungeon. Und sagen, es ist halt cool, das in der gleichen Woche erst zu erfahren, in der Woche davor oder noch eine Woche früher. Okay, ja, also der fahrende Dungeon selbst hat ja jetzt keine großartige Tragweite. Da kann man wirklich Nee. so sagen, so 3 Tage vorher würde ich so sagen. Das reicht in der gleichen Woche, hey, am Wochenende ist Folgendes los. Auf jeden Fall. Ja. Nur, dass man halt eben, okay, ihr sagt jetzt, ihr entscheidet das relativ spontan, jetzt passt das halt. Spontan in der Produktion heißt schon, wir wissen es Wochen vorher. Also ganz so spontan können wir das dann doch nicht machen. Also spontan ist für uns Wochen, normale Planung ist Monate. Mhm. Weil halt viele eine feste Routine haben in Shakes and Fidget und das halt eben auch auf diese temporären Events halt eben auch gesehen, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt dann und dann und dann in diesem Jahr. Beim fahrenden Dungeon kann man das jetzt zum Beispiel, jetzt wenn man sich darauf konzentriert, jetzt eben nicht genau sagen und viele bereiten sich eventuell halt eben drauf vor, aber der fahrende Dungeon ist halt eben nur sowas wie 10 Etagen aus dem Wirbelwind zum Beispiel Ja. von der Tragweite her und deswegen, Okay, ja, wie ist es dann beim Legendary Dungeon? da, Der ste ist ja da steht ein ja, bisschen. da stehen ja die Daten eigentlich schon immer fest, wann der kommt. Und genauso na gut, beim Elevator weiß ich es gar nicht ganz genau, aber beim Legendary Dungeon, da weiß man, okay, einer kommt zu Ostern, einer kommt zu Shakes and Fidget Geburtstag, einer zu Halloween und einer in der Winterzeit so. Und da Ja. konnte man aus der Community auch schon relativ genau, sag ich mal, den Tag oder die Woche bestimmen, ne, aufgrund vergangener Daten aus den letzten Jahren, wann der gestartet ist. Und da kann man quasi sich schon drauf verlassen, okay, da kann man so kommunizieren, macht euch bereit, da kommt dann und dann dieser Dungeon, da könnt ihr euch wieder neu equippen oder so. Ne, das meinte ich halt mit dieser Regelmäßigkeit an diesen Mhm. Updates, dass die Leute sich darauf vorbereiten können als Beispiel. Okay, alles klar. Ja, bezogen auf neue Updates ist es halt wirklich schwierig. Ich sag Ja. mal, ich sag mal so, ich glaube, wenn wir häufiger eine Beta halt releasen, wo wir sagen, okay, das ist schon ein so relevantes Update, dass wir sagen, hey, das solltet ihr vorher getestet haben, ist es ja immer noch so ein ganz großer Teil der Community kriegt diesen Beta-Test gar nicht mit, was ja auch vollkommen Hm. okay ist.
So, und diejenigen, die drauf gespielt haben, ja klar, die sehen das dann schon vorher, aber ich glaube, das ist dann vom Zeitraum auch eine gute Ankündigungszeitraum, weil dann sind wir so weit in der Produktion und sagen, okay, es ist ja praktisch wie so eine Alpha, die da drauf kommt, nach dem Motto, wir glauben, so könnte das gut funktionieren Mhm. und haben es eben intern getestet. Und dann kommt es halt eher zum Beta-Test und zu gucken halt. Ne? Also das könnte wahrscheinlich ein Zeitraum sein, wo für größere Updates der dann auch immer Sinn macht. Genau, also wenn ihr sowieso halt eben so jetzt rangehen wollt, dass ihr halt eben mit Beta-Tests sofort fahrt, dann ist es auf jeden Fall schlau, das dann schon ein bisschen weiter vorab zu machen, um das halt eben zu testen. Gerade bei solchen Updates, wo das Potenzial da ist, okay, das könnte jetzt vielleicht Leute aus der Kern-Community, ganz alte Spieler, die würden das jetzt vielleicht nicht so gut auffassen. Da sollte man eventuell die Community vorher draufschauen lassen, ob das dann auch alles so ja, vielleicht ist, wie ein Großteil das möchte. Und wenn nicht, kann man dort halt in der Phase immer noch dann Feedback sammeln und was anpassen, um dann auf einen gemeinsamen grünen Zweig dann zu gelangen. Wenn es jetzt so eine kleinen Sachen sind wie der fahrende Dungeon, okay, das kann man ja so nebenbei, denn das hat keine Tragweite. Ja. Aber in Zukunft so eine Updates wie jetzt in der Vergangenheit, in der kürzlichen, ja, da denke ich mal, ist das schon wichtig, vorher dann ausgiebig zu testen. Genau. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, das ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich denke mal Platzersparnis. Und zwar die Animation neben den Waffen, da ist ein zweites Kästchen gewesen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Da hat man zum Ja. Beispiel, ja, weiß ich nicht, wie bei der Kunigunde jetzt mit einem Bogen, da hat man was weiß ich, so eine Katze auf dem Besen gesehen bei irgendeiner Waffe, bei einer Legendary-Waffe war das. Kann man damit wieder rechnen, beziehungsweise warum wurde das rausgenommen? Naja, dadurch, dass, also es sah ja ganz nett aus, aber natürlich hatte dieses Feld gar keine Funktion. Ja. Und natürlich haben wir auf den ganzen Character-Screen gesagt, hey, jedes Feld muss eigentlich eine Funktion halt haben. Mhm. So, und haben natürlich einfach dann gesagt, eben dafür, es ist eine Klasse, die eben einen Bogen hat, eben nicht ein zweite, also Schild und Schwert hat, sondern nur eben die eine Sache. Und deswegen haben wir es halt rausgenommen, damit im Character Screen einfach jedes Objekt eben eine Funktion halt hat. Und es wurde praktisch deswegen halt rausgenommen. Mhm. Ähm, Drüber nachgedacht, das wieder reinzunehmen, haben wir eigentlich nicht. Man sieht es natürlich im Kampf. Man sieht halt nur schneller eben, wenn ich es equipped habe, was denn da rausgeflogen kommt aus dieser speziellen Waffe. Das stimmt schon. Ja, genau. Er ist halt nur für die Optik halt eben da gewesen. Ne? Ja. Ja. Das Thema Schmied, ich weiß nicht, ob das schon jetzt im kommenden Update beziehungsweise in der jetzigen Woche schon gefixt worden ist. Da war für mich persönlich auch so ein bisschen der Punkt so, da hatte ich zum Beispiel das aus der früheren Version mehr gefeiert, dass man aus dem Inventar selbst mit einem Rechtsklick eigentlich alle Funktionen vom Schmied direkt abdecken konnte, ohne direkt zum Schmied nochmal gehen zu müssen. Jetzt ist es halt so, dass man ja unweigerlich zum Schmied dadurch hinkommt und diese Quality of Life Changes, das wäre halt sehr schön, wenn sowas es auch wieder geben würde, mit Rechtsklick irgendwie alles managen zu können, aus dem Rucksack Mhm. zum Beispiel direkt heraus. So. Ja, das heißt, das Item anpassen ist da nicht mehr drin. Das Item, Na, es ist ja, ist ja so, wenn man zum Beispiel jetzt ein Item sockeln möchte, dann ja. kann man das zum Beispiel mit Rechtsklick drauf machen, aber dann kommt man, anstatt ja, im Rucksack zum Beispiel jetzt zu bleiben, gelangt man direkt zum Schmiedfenster und muss das dann dort nochmal dann halt eben neu machen, beziehungsweise halt in dieses Kästchen dann klicken. Oder zum Beispiel bei der Edelsteingewinnung und sowas. Und das konnte man damals direkt alles aus dem Inventar direkt rausmachen. Mhm. Den hat man dann direkt im Inventar gehabt. Den Stein konnte man von dort aus dann halt eben direkt auch einfügen und so. Das hatte ich persönlich früher mehr, oder es war einfacher für mich, sag ich mal, als in der jetzigen Version auf jeden Fall. Ja, verstehe, verstehe. Ja, das ist zum Beispiel auch interessant. Das ist auch ein Punkt, nehme ich auch mal mit. Den hatten wir, glaube ich, bisher als Feedback noch nicht so. Nee, da hätte ich zum Beispiel gedacht, das haben viele angemerkt irgendwie. Nee, also das ist bisher noch nicht so ange bei uns genannt.
es kam halt eben sehr häufig die Anfrage, hey, wenn ihr wie beim Schmied die Kahn-Splitter und das Metall eben anzeigen könnt, können wir denn nicht auch sonst das Gold ähm, beim Verkaufen halt mit anzeigen? Ja? Dass man da eine schnellere Übersicht im Rucksack hat, dass man eigentlich, wenn ich da diesen Gegenstand verkaufen möchte, sofort sehe, was das eigentlich wert ist. Hm, okay. Ja, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt tatsächlich, aber gut, so ist das natürlich. Ja, und das ist für uns dann ja auch diese Schwierigkeit, Hm. ähm, wenn solche Sachen dann aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Okay, sind das jetzt eine, fünf, 10 Personen, die es möchten, oder ist das wirklich eine Sache, die häufig angefragt wird, und ist das wirklich so relevant, dass sie sagen, okay, wir sollten es wieder ändern halt. Ne? Hm. Ja, das sind eigentlich so jetzt die hauptsächlichen Fragen erstmal in Bezug auf das neue UI gewesen, was viele Leute gestellt haben. Ja. Dann hatte ich jetzt noch, ja, ich sag mal, zum zweiten Teil jetzt vom Video alle allgemeine Fragen zum Spiel gesammelt. Ähm, und Okay. da kam zum Beispiel ein Thema, ist da sehr aus der Masse rausgestochen, und zwar das Thema Beutegold. Ist da schon mal so ein bisschen was in der Vergangenheit zu gesagt worden, beziehungsweise kann ich ja kurz mal erklären, warum das Mhm. momentan in der Community halt irgendwo ein Problem ist für manche. Und zwar wurde das ja schon reduziert. Früher war es ja unbegrenzt, dass man quasi unbegrenzt Beutegold sich erkämpfen konnte. Jetzt ist es halt auf 100 Millionen pro Tag reduziert worden. Und ja, es sorgt bei vielen Leuten für Unmut, dass zum Beispiel viele starke Charaktere, die halt eben ihren Account komplett maximieren wollen, in der Ehrenhalle zum Beispiel komplett nackt rumrennen. So, also die sind komplett ausgezogen, die lassen sich droppen, damit sie halt eben weiter im Rang unten sind, um halt eben dort von den Leuten, von deren Beutegold zu profitieren, damit die halt eben günstig an viel Gold rankommen. Mhm. Und das sorgt so ein bisschen ja, dafür, dass halt eben dieses Beutegold so ein bisschen abused wird, um halt eben, ja, es ist ja nicht so gewollt, dass die Leute, sag ich mal, nackig in der Ehrenhalle rumrennen so. Da kam halt Oh. oftmals ja, in der Community Da, die da, Frage auf, ob da eventuell in Zukunft irgendwie schon irgendwas überhaupt mal dran da, wird ja, gedacht. es ist tatsächlich schon in Planung, aber das ist dann für das nächste Update, dass wir das eben anpassen, und eben viel mehr kann ich da noch nicht zu sagen, aber es sollte zum großen Teil dieses Problem halt beheben. Ähm, und wir müssen halt nur gucken, dass natürlich wir auch, also Shakes and Fidget hat gewisse Eigenarten, würde ich es mal nennen, wie man das Spiel halt spielt, wo manche im Nachhinein sagen würden, warum muss man denn, ne? So, und das ist auch okay. Und das ist halt Shakes and Fidget, und das ist auch ein bisschen Identität des Spiels. Und da müssen wir immer ein bisschen natürlich aufpassen, wie sehr, wir könnten es natürlich komplett ändern, aber dann nimmt das hier und da auch ein bisschen die Identität des Spiels. Deswegen das werden wir anpassen. Das kommt auch. Mhm. Das kommt dann halt ähm, wahrscheinlich mit dem nächsten größeren Update kommt das. Ähm, und von daher ja, könnten wir uns dann wieder unterhalten darüber, ob es das jetzt eine gute, passable Lösung dafür geworden ist. Aber mir kam eben echt wieder in den Kopf, legte den Nackt durch die Ehrenhalle. Äh, so, Mann, ey. Ja, Ja, naja, das ist natürlich Quatsch, aber ja. also es sorgt natürlich innerhalb der Gilden so ein bisschen für Unmut, sag ich mal, wenn die Leute sich halt eben nicht so equippen und dann zu Gildenkämpfen sich melden und beziehungsweise sich Nackig auf den Gegenkämpfer am besten noch kommen. Ja, ja. genau, genau. Ja, das ist halt eben, ne, da musste ich dann zum Beispiel dran denken, es gibt ja einiger solcher Features in dem Game. Das kam mir persönlich so der Gedanke auf, zum Beispiel oder Sachen, die halt eben wahrscheinlich von euch nicht so geplant sind, wie die Spieler es quasi sich zunutze machen. Bestes Ja, Beispiel ist meiner Meinung nach die Festung. Ich denke mal, damals, als die Festung rauskam, da hat sie jeder so gespielt nach bestem Wissen und Gewissen. Das war bei mir auch so. Ja, baust du halt eben die Verteidigung hoch, damit ich nicht so oft angegriffen werde und so. Mit der Zeit sind halt eben Taktiken und Strategien entstanden aus der Spielerschaft, dass zum Beispiel Verteidigung ausbauen, zum Beispiel zum Anfang direkt gar keinen Sinn macht, weil halt eben viele von dieser
sogenannten Teilschutztaktik profitieren, wo sie sich halt gegenseitig dann angreifen können für ja, günstigere Ressourcen, um halt das Maximale rauszuholen und so. Und da wird dann komplett halt eben verzichtet auf Verteidigung und halt eben nur die anderen wichtigen Gebäude hochgebaut. Und so war ja bestimmt das Feature von euch damals auch nicht geplant gewesen, ne? Also man muss auch so sagen, damals bestand das Game Balancing aus einer Person, die es einfach eben mitgemacht hat und sich das überlegt hat und dann eben so gemacht wurde. Passt. Und da wurde auch häufig nicht über das Late Game so sehr drüber nachgedacht. Was passiert denn dann, wenn ich die Level durchgemacht habe? Und dann wurde man irgendwann gesagt, naja, dann lass mal die Mine nochmal weitermachen. Mhm. Das sind natürlich alles solche Faktoren, die in dem Spiel halt drin sind, die es uns auch schwierig machen, gewisse Dinge zu erarbeiten, weil wir wissen natürlich, wenn wir das anpassen, dann passen wir es für Hunderttausende von Accounts halt an, von Level 1 bis 700, oh Gott, ich weiß nicht genau, wo der ist im Moment ist, aber knapp irgendwo über 700, Mhm. passen wir es natürlich an. Und es muss halt mit allen irgendwie funktionieren. Natürlich macht das den Handlungsspielraum des Game Design Departments halt etwas kleiner. Wir versuchen es aber, werden es aber trotzdem in Zukunft halt versuchen, eben anzupassen, damit eben das auch so funktioniert, wie eigentlich angedacht hat. Mhm. Da kam nämlich zum Beispiel auch die Frage, und ich weiß natürlich auch, das hattest du auch schon mal erwähnt, dass halt eben solche Features ja nicht, ja, die wurden rausgebracht, aber jetzt nicht darauf konzipiert, dass es jetzt irgendwie für 20 Jahre oder ne, dass man das irgendwann durchspielt oder so. Und da kam zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, dass man halt im Late Game einiges an Ressourcen im Überfluss hat, wie zum Beispiel Holz, Steine, Seelen und ob es da in Zukunft auch irgendwie Pläne gibt, das Ganze nutzbar zu machen, wie zum Beispiel es jetzt bei der Hexe der Fall ist, dass man die gefundenen Früchte ja, zwecks einer Saftpresse zum Beispiel zu Tränken umtransformieren kann und wie es da eben mit den anderen Ressourcen aussieht, die jetzt keinerlei Verwendung mehr haben. Genau das sind eben Schritte, die wir einerseits versuchen, wo wir sagen, okay, wir werden in den nächsten Jahren eben Schritt für Schritt weiteren Content ins Spiel bringen und dann andere Sachen halt parallel praktisch reworken. Müssen wir mal gucken, wie viel wir eben gleichzeitig eben da auch eben schaffen. Aber das ist tatsächlich angesetzt, dass wir diese Dinge eben arbeiten. Und genau so etwas war ja dann zum Beispiel eine recht witzige, smarte Lösung mit der Saftpresse, dann erstmal das so zu lösen. Mhm. Aber für die anderen Ressourcen muss es auch auf Dauer eben praktisch auch eine Daseinsberechtigung halt geben, weil alle Lager voll bis ohne, ja, was soll das halt, ne? Ja, genau. Aber es ist gut, dass es auf jeden Fall schon mal zumindest bei euch auf dem Schirm ist und da natürlich, sobald die Zeit dann da ist, dann sich darum auch eventuell gekümmert wird. Dann. Ja, ist auf jeden Fall, wird auch oft nachgefragt in der Community, schon über längere Zeit auf jeden Fall. Dann war noch ein großer Punkt gewesen, ich weiß nicht, ob du da in der Vergangenheit jetzt nochmal irgendwann drauf eingegangen bist. Du warst ja auch zwischenzeitlich, glaube ich, bei Zombie im Stream gewesen, ne? Mhm. Ähm, das Druiden-Balancing, beziehungsweise generell kann man in Zukunft ja, von ausgehen, dass es eventuell nochmal weitere Balancings gibt, bezogen auf die Klassen und jetzt auch speziell der Druide, weil dort halt eben auch die Community oft nachgefragt hat, wenn man zum Beispiel auch die Statistiken der letzten Server-Starts durchgeht, was ich auch immer sehr gerne mache, ist der Druide zum Beispiel immer sehr stark abgeschlagen, ganz am Ende mit, ich glaube, 2-3% oder so Spielerschaft. Und ja, kann man da in Ja. Zukunft noch irgendwas erwarten? Wir werden in den nächsten Wochen dazu eine Beta halt haben, ähm, wo wir eine Klassenanpassung halt drauf haben. Und die wird dann halt, wenn diese Anpassungen gut eben vernünftig eben auch ankommen, würden wir sie danach dann auch releasen, ja. Das Okay, kommt schon in den nächsten Wochen. okay. Ja, das ist sehr schön, ja. Wie sind generell so die Gedanken zum Balancing der Klassen, beziehungsweise wie sieht es aus, wenn man jetzt zum Beispiel, was auch eine sehr oft gefragte Frage ist, wie sieht es aus mit neuen Klassen? Kann man Mhm. da irgendwas sagen und wie ist es, wenn man jetzt eine neue Klasse ins Game bringt? Es muss ja auch irgendwo gebalanced sein mit den anderen Klassen. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, eine Klasse abzuheben von den anderen gleichermaßen, aber dann auch so zu balancen, dass sie nicht stärker ist als die anderen. Das ist so ein bisschen dieses
wunderbare Dreieck, wie ich das alles irgendwie hinbekomme. Irgendwie ist sie neu, sie spielt sich anders, aber darf auch nicht wieder stärker oder anders sein als die anderen Klassen. Also, dass man das perfekt hinbekommt, natürlich nicht. Ja, das ist klar. Die werden sich immer irgendwo ein bisschen unterscheiden. Und ich finde es auch okay, wenn sie sich ein bisschen unterscheiden. Aber es ist ganz klar, dass bei Sharks Fidget die Klassen nicht so strukturiert sind wie bei anderen Spielen, wo du wirklich sagen kannst, es spielt sich komplett anders. Und also die Mechanik der Klasse ist halt, im Grunde ist es ja bei Sharks Fidget so, wir haben eigentlich 3 Klassen und die anderen Klassen basieren ein bisschen mehr auf diesen 3 Klassen. So. Und so können wir davon ausgehen. Wir haben hier mal, eben, daran kannst du dich ja wahrscheinlich auch erinnern, dass wir gesagt haben, hey, Vorschlag zum Rework des Magiers. Mhm. So. Ja, kann ich Da mich haben wir, erinnern. ja auch, haben wir es ja auch mal versucht und da kann man jetzt so oder so sehen, aber ich glaube, es war eher die schlauere Version zu sagen, ja, okay, wir haben drauf gehört, wir machen es nicht. Mhm. So. Und das ist natürlich genau eben diese Identität des Spiels, zu sagen, nee, so möchten wir das gerne weiterspielen, aber dann hat es natürlich zur Folge, dass andere Klassen tendenziell, ja, sie basieren auf diesen anderen Klassen und wir versuchen, sie damit abzuheben und es interessanter gegebenenfalls zu machen, mit denen zu spielen. Aber wir sind natürlich auch etwas eben begrenzt dadurch. Mhm. Okay. Das kann ich komplett nachvollziehen, zum Beispiel auch die Situation mit dem Magier. Da muss man sagen, da habt ihr das wirklich auch sehr, sehr gut gelöst, dass ihr da halt eben vorher auch, weil es halt eben auch eine essentielle Sache ist und halt eben in die Grundsubstanz des Spiels eingreift. Ne? Erst die Community halt zu fragen, ist das überhaupt in Ordnung für euch? Und anhand des Feedbacks habt ihr ja dann auch relativ schnell, glaube ich, dann auch gemerkt, okay, macht dann vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Das finde ich, und guck mal, schade, dass wir daraus nicht so ein bisschen mehr gelernt haben fürs letzte Update. Aber Ja, ja, ja. ja, aber naja, in Zukunft denke ich mal, seid ihr da besser drauf vorbereitet, ne? Ja. Ja, okay, das ist nochmal eine, also für mich persönlich interessante Frage, weil ja, die kam jetzt auch von mir. Und zwar war ich damals, als die internationale Ehrenhalle rauskam, ein Riesenfan davon. Damals gab es noch nicht sowas wie Serverfusion, da war sowas nicht im Raum, da stand Mhm. sowas noch nicht im Raum. Und ich hatte mich da sehr drauf gefreut, dass man ein bisschen Interaktionen mit anderen Servern schaffen kann, serverübergreifend halt. Man konnte so mit Leuten auf einmal oder Leute sehen und gegen Leute kämpfen in der eHof, die halt eben ja, ne, niemals auf deinem Server gewesen wären Ja. und man hat nochmal eine andere Möglichkeit, sich daran zu messen. Leider ist seit Jahren dort überhaupt gar nichts passiert mehr und ich hatte immer so kommuniziert, dass halt eben die eHof, so wie sie damals rauskam, heute immer noch ist und nur zu 50% fertig ist, weil man hat auf dem Bildschirm hat man einmal 50% eine Seite, wo die eHof angezeigt wird und einmal eine Seite, wo überhaupt gar nichts angezeigt wird. So, da ist ein Fenster mit einem Charakter oder diese Umrundung von diesem Charakterbild ist aber kein Charakterbild drin. Und die komplette rechte Seite ist eigentlich komplett leer. Deswegen hatte ich so gesagt, so wie es damals rauskam, ist sie zu 50% fertig, weil man gar nichts da irgendwie dran machen kann. Und generell fand ich persönlich das sehr schade, dass dort nicht weiter irgendwie gemacht worden ist, weil ich hätte sehr gerne noch irgendwie zum Beispiel gesehen, dass man zumindest, wenn man auf die Namen klickt in der Ehrenhalle, dass man eventuell zumindest die Spielerprofile von den anderen sehen kann. Das ist so zumindest das Kleinste. Äh, Ja. ähm, aber ja, ich fand es sehr schade, dass da nicht weiterentwickelt worden ist und wollte nochmal fragen, warum kamen die damals überhaupt und warum wurde da an der Stelle nicht großartig weitergemacht? Ich muss mal drüber nachdenken, wann haben wir die denn released? Das ist schon echt länger her. Ich kann mich daran Schon. erinnern, dass ich damals Martin, einen der beiden Gründer, drüber gesprochen hatte und so weiter und war so, ey, geil, können wir, ne? Es ging dann über serverübergreifende Kämpfe halt, war damals so ein bisschen das Thema. Und dann war es halt so, damals eben eher so, hey, die sind in ihr Stübchen reingegangen und haben sich überlegt, wie wir es machen. Dann kam raus und war eher so, ja und? Wie? Also eher kurz vorm Release. Und wie machen wir es denn jetzt? Was passiert so? Und als er dann halt erklärt hat, wie die dann halt funktioniert, war ich eher so, okay, man kann gar nicht selber angreifen. Also, das war damals für mich selber eine gewisse Enttäuschung danach. Hm? Ähm,
die wurde mit Sicherheit an vielen Punkten bisher sehr stiefmütterlich behandelt halt, ne? Und wir haben ja natürlich versucht, so ein bisschen durch die Statistiken auf der SF-Game-Seite natürlich ein bisschen auch was zu schaffen, wo man sagt, okay, da gibt es jedenfalls noch mehr interessante Sachen. Mhm. Aber ja, ähm, allein nur die Characters anzuzeigen. Ich weiß, dass das teilweise äußerst kompliziert ist, weil die Daten eben von verschiedenen Servern eben geholt werden und es muss automatisch berechnet halt werden auf diese internationale Ehrenhalle. Deswegen konnten wir da nicht aktiv agieren, dass ich einfach sage, guck mal, ich bin diese Ehrenhalle, ich greife da aktiv jemanden halt an nochmal und dass irgendwas taktisch passiert. Es ist ja eher praktisch eine Auflistung und ein Vergleich der Werte ungefähr in dieser internationalen Ehrenhalle. Aber ich nehme das mal mit. Das heißt, einerseits wäre es ja gut, schon mal die Characters zu sehen. Was wäre denn ansonsten noch, wo du sagen würdest, das könnte die internationale Ehrenhalle interessanter machen? Also auf der einen Seite, weil du die Statistiken im Webshop angesprochen hattest, Ja. als die rauskamen, da hatte ich, das war so das erste Feedback, was ich dazu im Video von mir gegeben hatte. Das ist jetzt quasi das, was die eHof immer sein wollte. So, Ah, okay. dass quasi solche Statistiken, weil das habe ich übrigens sehr gefeiert, dass man da solche detaillierten Statistiken mit dem Verlauf und ne, wann hat der welches Level gemacht und ne, das ist schon sehr geil auf jeden Fall und sehr detailliert und habe ich auch sehr gefeiert. Ja, auf der anderen Seite habe ich sowas halt eben in der eHof zum Beispiel vermisst, dass es halt dort nicht angebracht worden ist. Ich meinerseits würde es halt ja in Betracht ziehen, den Spielern eventuell, die halt eben auf den ersten Rängen sind, auf dem jeweiligen Server, auf dem sie spielen und dadurch in der eHof angezeigt werden, irgendwo eine gewisse Art, auch wenn es wirklich nur ein Bruchteil ist und wirklich nicht spieleauswirkend ist, irgendwo eine kleine Entlohnung zu geben oder irgendwelche, ja, was weiß ich, auch wieder Mhm. temporären Events, damit man einfach sagen kann, okay, die eHof macht man ein bisschen spannender, weil im Moment gucken dort, glaube ich, fast keine Spieler großartig rein, es sei denn, es sind die Weil Spieler, sie auch keine Spielauswirkung hat, sondern nur genau. eben ein gewisser Vergleich der Charaktere. Ja, schön. Ja, durch den Okay. Webshop wurde quasi die eHof meines Erachtens nach noch mehr abgelöst, wodurch sie quasi ja, fast obsolet ist, dass man sie jetzt schon drüber nachdenken kann, ob man sie überhaupt rausnimmt, weil da halt Ja. erstmal jahrelang überhaupt gar nichts passiert ist und den Spielern selbst auch gar keinen großartigen Anreiz gibt, sich dort selbst zu positionieren und sich selbst zu sehen dort. Ähm, Da kann ich zum Beispiel auch, das ist sogar ein sehr guter Punkt, da kann ich direkt auf eine weitere Idee Ja. eingreifen, und zwar durch das neue Update und die neue UI. Das haben sich auch sehr viele gewünscht, und zwar weitere Individualität, weitere Skins, weitere Avatare, dass man eventuell auch sowas sagen kann, ey, wir haben jetzt hier bestimmte Platzierungen in der eHof, wenn ihr dort und dort seid, kann man eventuell, was jetzt vielleicht möglich ist durch neue Updates, eine gewisse Individualität der Avatare. Ne? Das muss ja jetzt, ne, wie gesagt, jetzt kein gezeichneter, so wie wir den jetzt von den Creatoren jetzt haben, sondern einzelne Items oder Belobigungen beziehungsweise Rewards durch Erkämpfen bestimmter Platzierungen den Spielern an Belohnungen ausschütten kann, um dort halt eben Anreiz zu schaffen. Jetzt nur mal eine Idee auf die eHof, das kann natürlich auch überall anders in Game sein, das muss jetzt nicht nur eHof sein, sondern es können auch irgendwelche anderen Events sein, wo sich Leute sowas ja, erspielen können. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Feedback der Community, was relativ groß ist, die es sehr gerne hätte, dass es mehr Individualität gibt, mehr Skins und halt eben auch eventuell Avatare oder halt eben diese Völker, weil die wurden ja zum Beispiel auch sehr groß beleuchtet jetzt im neuen UI-Update, dass da zum Beispiel steht, ne, Zwerg oder Gnom oder sowas, ne? Aber es halt jetzt auch keinen gewissen Einfluss jetzt auf einen selbst hat. Es wurde groß vorgehoben, aber selbst ja, ist da jetzt auch nicht viel passiert, so, was das jetzt halt an Auswirkungen hat. Und ja, da kann man jetzt halt eben das so auf die eHof sehen. Und ja, eventuell ist ja sowas vielleicht auch noch geplant, dass es sowas in Zukunft kommt. Also das Thema, den eigenen Charakter zu customizen, ne? In irgendeiner Form eben anzupassen, ist für uns auch echt ein großes Thema. Ähm, ist aber die Varianz, also meine Arme reichen zum Glück für den Stream beide Seiten, ist halt riesig, was Ja. man halt machen kann. Hm.
Ne? Um da eben aber auch Ideen, also da sind wir auch für die Ideen halt offen, was die Leute eben abfeiern, würden wir im Nachhinein auch abfeiern. Ähm, und also da ist noch offener, wann es kommt, aber das ist halt ein großes Ding. Auch für uns intern haben wir schon begonnen, darüber nachzudenken. Das ist so, ich sag mal, der früheste Stand. Ja. Ja, da kann man ja wirklich alles machen. Von, was weiß Ja. ich, von Item-Shop, ne, bis hin eben zu irgendwelchen Belobigungen, Achievements oder sowas, die man freischaltet und dadurch halt eben Skins bekommt oder sowas. Ist Es auf ist ja jeden so, Fall ein Thema. ein ganz bisschen haben wir es ja durch ein, zwei Rahmen und Ja. durch den Elevator, durch den Background. Aber das ist es dann ja auch schon. Ne? Es Mhm. ist ja nicht viel und im Vergleich zu anderen Spielen nichts. Ja, da Ja. hatte ich mir so gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen der Anfang, wo jetzt vielleicht ein bisschen mehr drauf zum Beispiel diese Rahmen, als jetzt zum Beispiel dieser Twitch-Rahmen da Mhm. rauskam, dass da eventuell auch ein bisschen mehr passiert. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt, Wir aber wollen, wir wollen natürlich, klar, wenn man jetzt sagt, hey, wir machen noch einen Rahmen oder machen noch irgendeinen Hintergrund, ist es natürlich so, dass du ab einem gewissen Punkt natürlich sagen musst, wenn du es dann eben änderst, musst du auch das, was da ist, schon alles ändern. Und hm, je mehr du dann halt schon gemacht hast, umso komplizierter wirst, umso mehr eingeschränkter wirst du natürlich, was du da machen kannst. Und wenn wir was umsetzen, uns einen Zeitrahmen setzen, setzen wir uns auch einen Rahmen rein, was wir dann überhaupt umsetzen können. Wir könnten 2 Jahre dran arbeiten und hätten dann gefühlt fast ein neues Spiel, was das angeht. Aber will man das? 2 Jahre auf etwas warten und dann am besten liegen wir dann noch daneben halt. Ne? ja. Also deswegen bin ich da, glaube ich, schon so, auch da muss es Zeitabstände halt einfach sein, die greifbarer sind und das Spiel nicht wieder, also nicht irgendwie davon revolutionieren, sondern man merkt, hey, das wäre cool, wenn man das hätte und dann geht halt einfach wesentlich mehr an verschiedenen Stellen halt. Mhm. Wo wir jetzt gerade noch bei Twitch gewesen sind, zum Ja. Beispiel auch ein Thema mit den Twitch-Drops, ist da in Zukunft irgendwie was geplant an einem neuen System? Weil man hat jetzt zum Beispiel auch in der Vergangenheit gesehen, es kann mal passieren, dass Leute im Urlaub sind oder Leute krank sind und es sind ja nur, glaube ich, 5 oder 6 Streamer insgesamt, die momentan über diese Drops verfügen und es kam halt in der Vergangenheit zu Engpässen, was ja auch nicht überhaupt nicht schlimm ist. Aber so eine Ausfälle kann man eventuell ja auch vermeiden, wenn halt eben dieses System überarbeitet wird von diesen Twitch-Drops, damit die Mhm. Zuschauer halt auch eben auf ihre Drops dann halt auch zugreifen können. Ja. Ist da irgendwas noch geplant in Zukunft? Also wir, also was ich dazu sagen kann, wir planen einerseits eben zu schauen, wer kommt in Frage für die Twitch-Drops und werden in Zukunft unterschiedliche, man nennt das dann Tiers halt, ne, einzuordnen. Hm. Hey, das sind diese Twitch-Drops, das sind die zum Beispiel jetzt alle eben schon Twitch-Drops haben, dann werden wir eine neue Kategorie halt eben machen, wo nicht ganz die Twitch-Drops drin sind, die eben praktisch in der ersten Kategorie sind, in der zweiten sind es dann etwas weniger und dadurch können wir es aber auf jeden Fall ermöglichen, dass wir mehr Leute bei den Twitch-Drops halt freischalten. Und das wird auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen. Wann genau, weiß ich gar nicht. Habe ich tatsächlich nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall schon sehr weit geplant. Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Kann man denn, wenn du da jetzt weiter drauf eingehen kannst, natürlich, weiß ich nicht, Hm? diese verschiedenen Tiers an Drops denn unabhängig von den Streamern holen? Also sind es dann quasi mehr Drops, die man bekommen kann? Oder Du schaut man denn kannst, quasi boah, nur den. das ist eine gute Frage. Du kannst ja nur eine Kampagne gleichzeitig laufen lassen. Oh, das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht zu 100% beantworten. Da müsste ich tatsächlich im Team nachfragen, wie das ausgelegt ist. Mhm, okay. Ja, ich meine, wenn da noch dran gearbeitet wird, dann klar, kann man da natürlich noch nicht allzu viel zu sagen, denn, aber hatte mich jetzt nur mal interessiert an der Stelle. Ja. Ähm, Dann noch ein Quality of Life Update, was mich zum Beispiel auch sehr geärgert hat in der Vergangenheit, beim Handy, ja, bei der Handy-Version. Ich glaube, es ist im Landscape-Modus möglich, aber im Hochkant nicht, dass man quasi sein Gold verskillt und gedrückt halten kann. Da muss man immer noch einzeln tippen. Und wenn man zum Beispiel im Late Game ist und pro Tag 3 Milliarden Gold bekommt, ne? Jetzt können wir einen Haken hintermachen. Ist mit dem aktuellen dann auch behoben, dass das auch wieder geht. Super. Ich weiß, es sind halt so manche Sachen, ne, wo ich denke so, ja, naja, also schade, dass wir es rausgenommen hatten, so ein paar Kleinigkeiten. Ja,
aber das ist dann auch wieder da. Okay, das ist sehr schön. Ähm, Das ist eine etwas, eine Frage, die ist ein bisschen kreativer auf jeden Fall. Ich denke mal, sowas habt ihr viel im Team, dass ihr so vielleicht auch so Brainstorm macht, was kann man in Zukunft und sowas denn noch hinzubringen. Ähm, Ist sowas schon mal bei euch auf dem Tisch gelandet, beziehungsweise die Idee aufgekommen, sowas wie Serverbosse oder Serverportale oder sowas in die Richtung zu planen? Jetzt auch, wo jetzt halt eben diese temporären Events noch mehr Ausmaße nehmen, dass man da eventuell auch sowas hinzufügen kann, wo dann quasi Also der komplette Server dran teilnehmen kann irgendwie. das ist natürlich ein Spielmodus, der auch bei vielen anderen Spielen sehr beliebt halt auch ist. Ne? Das ist ja so ein bisschen, naja, so ein bisschen Hexe, ne? Bis die halt freigeschaltet wird und so, Ja. ist das ja so ein ganz bisschen in die Richtung. Da haben wir häufiger schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Es ist natürlich mit der Spielmechanik, wie die Charakter einfach funktionieren und wie viel Hitpoints sie machen, ist das, glaube ich, schon relativ schwierig, das davon zu balancen, weil die Varianzen eben so groß sind. Aber das hatten wir häufiger schon mal eben angesprochen. Es war aber, glaube ich, an einem Punkt erstmal an der Komplexität halt gescheitert, damit es überhaupt sinnvoll eben gebalanced werden kann, dass alle vom Server eben relevant sind, dass sie daran teilnehmen und nicht ähm, die fünf, die Level 700 sind, genauso viel machen wie die andere Hälfte des gesamten Servers. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir hatten es für eine Sache schon in Betracht gezogen. Das haben wir da auch, glaube ich, noch einmal wieder zurückgezogen. Wie dann genau der aktuelle Stand dazu ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wie gesagt, ich glaube, es war einmal schon eben an der speziellen Kampfmechanik und Character Design von Shanks Vigil so ein bisschen dran gescheitert, Mhm. um es vernünftig darstellen zu können und vernünftig praktisch so einen übergreifenden servermäßigen Boss eben zu haben, der gegebenenfalls so einen, den man gar nicht umwerfen kann als Einzelner, auch nicht, oder über den Server nur 5 Tage halt hat oder immer so ein immer wiederkehrender Widerstand halt da ist und so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass halt balancing-technisch schwer umzusetzen ist. Einerseits denn die Belohnung an die Leute anzupassen, die halt eben verschiedene Stufen haben, das Damage beziehungsweise den Schaden, was halt eben die Leute auf den Server an dem Monster halt eben austeilen können, zu balancen, dass das Monster auch nicht zu stark, zu schwach ist. Und wie sieht es denn aus zwischen den Servern? Dann gibt es ja bestimmt dann auch ja, Leute, die halt eben ein bisschen, sag ich mal, nicht nur auf ihren eigenen Server, sondern auch auf andere Server, deren Charaktere schauen. Und da ist natürlich dann auch wichtig, okay, wenn der Server XY jetzt viel weiter und viel stärker ist und viel weiter gekommen ist als jetzt der andere Server, dann kriegt ja der Server deutlich mehr Belohnungen als jetzt zum Beispiel unser Server. Und dann entsteht natürlich auch wieder ein bisschen ein Zwiespalt in der Community, denke ich mal, dass man halt eben sagt, okay, die haben jetzt deutlich mehr bekommen als wir und das finden wir halt jetzt auch nicht so gut. Wir können nichts dafür, dass wir auf einen inaktiven Server spielen. So, ne? Es Und ist so ein bisschen, natürlich es ist irgendwo, das Spiel ist 15 Jahre alt, es ist ein bisschen ein Fluch und ein Segen halt, ne? Es ist einerseits, wow, dass wir eine Community haben, die viele von denen wirklich 10 Jahre plus dabei sind. Andererseits ist es natürlich eben ein bisschen der Fluch, hey, es muss dann auch für diese ganzen alten Accounts halt überall funktionieren. Ja, wir meinten natürlich, wie häufig hatten wir intern die Diskussion, lass uns doch ab dem Server ein anderes, also es anders funktionieren lassen als in den Servern zuvor. wie Ähm, speziell ist das gemeint? naja, also man hätte ja sagen können, der nächste Server, der startet, da funktioniert das Spiel anders als und hat ein Update auf dem Server, was nicht auf den anderen Server drauf ist. Weil dieses Update funktioniert einfach nur mit einem neuen Server. Mhm. Weil du kannst es nicht, ne, du kannst es so balancen, dass es jetzt von vornherein von Level 1 bis 700 funktioniert, wenn die Leute vorne anfangen. Ah, Aber okay. manche Sachen kriegst du nicht gebalanced, wenn du sagst, hey, da ist schon Level 700 und die hatten 10 Jahre Zeit, die Stats so zu verändern, wie sie wollten. Und dann ist die Varianz dessen, was da für Characters sind, so riesig und es muss für alle passen. Natürlich diskutiert man und sagen, ja, dann lass uns für die, aber dann hast du plötzlich das alte Spiel und das neue Spiel.
Und das ist irgendwo auch nicht richtig. Und deswegen versuchen wir natürlich, diese Updates so hinzukriegen, dass sie für alle Server und für alle Charakter halt auch zum größten Teil funktionieren. Und das ist ja auch beim fahrenden Dungeon, da ist manchmal so, manche waren so klick, 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 fertig. Ja. Und andere waren so, "Ja, das geht ja gar nicht." So, und dass uns da manchmal eben Fehler passieren, dass wir da auch eine Anpassung brauchen, okay. Ne, aber ist es wirklich nicht einfach, weil eben die Leute eben Jahre Zeit hatten, die Stats in so krasse Regionen zu führen, das auch nicht unbedingt vorgesehen. Ne? Und deswegen dauert es auch manchmal eben länger, eben auch, weil wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben, eben so im Late-Content eben den in das Spiel reinzubringen, dass das auch funktioniert. Mhm. Dieser Late-Game-Content, der wird ja dann auch hauptsächlich für die Late-Game-Charts dann konzipiert, weil in der Vergangenheit war es ja hauptsächlich eigentlich so gewesen, alle Features, die rauskamen, die waren ja mehr so auf das Early-Game bezogen, so dass man da quasi dann mehr Fülle hat, sag ich mal. Ähm, Wird denn dieses Late-Game-Content ausschließlich dann nur für Late-Game sein? Oder können denn Leute, die relativ weit vorne sind, auch darauf hinzugreifen? Weil zum Beispiel wie der Arena-Manager, der ist ja ab Stufe 105 freischaltbar. Und der hat ja im Prinzip die gleiche Auswirkung auf die Leute, die den halt eben erst mit 105 freischalten, wie halt eben auch die Leute, die Stufe 700 sind als Beispiel. Ähm, Gibt es denn in Zukunft sowas, wo jetzt zum Beispiel nur Leute auf irgendwas hinzugreifen können, die halt eben schon sehr weit fortgeschritten sind im Game? Oder wird Also sich da mehr der Fokus eher auf das Early Mid-Game bezogen dann? die Frage ist, wie definieren wir denn eigentlich Late Game und wo fängt das halt an? Hm. Ähm, Wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist für dich eher so Late Game? Wo fängt das für dich, welche Level halt ungefähr an? Ähm, Die Meinung hat sich ein bisschen geändert bei mir. Hat sich ein bisschen variiert. Mittlerweile sage ich, das absolute Late Game ist, wenn man das komplette Maximum erreicht hat an allen Ressourcen, was man ausschöpfen kann, zwecks der Goldmine, der Quests, ja, Stadtwache, alles Mögliche. Und das ist Ja, halt eben ab Stufe 632. Da würde ich ja. so zum Beispiel sagen, aber das ist halt eben nur eine subjektive Meinung von mir und da kann man halt Mhm. eben jetzt keine festen Schlüsse jetzt drauf ziehen. Früher war es so gewesen, sobald man die Schattenwelt erledigt hatte, jetzt kam ja zum Beispiel ein neuer Dungeon dazu mit der Monstergrotte, früher war es ja der Olymp gewesen, ne, wo ich dann so gesagt habe, okay, ab Stufe 600 fängt es an, aber das ist halt alles subjektiv so. Mhm. Ich würde halt das Also, ja, Early Game würde ich halt so beschreiben, dass es halt eben ja, bis zur Dungeon-Pause ist. Übrigens, Dungeon-Pause auch wieder ein Thema. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Ne? ja, Ist halt auch wieder was durch die Community entstanden ist, was wahrscheinlich aber nicht so nö, konzipiert gewesen ist. Ne? natürlich nicht. Man soll ja Dungeons kloppen so und weiterkommen Ja, natürlich. und nicht Mhm. sich aufsparen. Ja. So, und da würde ich halt sagen, okay, Early Game ist so bis halt eben diese Dungeon-Pause anfängt. Man sagt so, ja, Mitte 300 circa und die dann auflöst, ne, irgendwann dann kurz vor 500, 480 so. Und da ist dann so dieses Mid-Game und das Late-Game ist dann halt dieser Übergang zwischen, ne, wenn man sich danach dann hochgepusht hat und dann nachher in Richtung 600 langsam ist, würde ich das circa so einschätzen. Aber es ist halt komplett subjektiv, ne? Ja, ja. Ja, pass auf. Und intern sind wir natürlich immer so dabei, mh, gewisse Features eben fangen ja super früh halt im Spiel halt an. Ne? Also das ist ja alles so early nach dem Motto, wenn du ja Level 60 bist und so weiter. Natürlich ist es so, dass eine ganz große Spielerschaft da draußen gar nicht bis, wo du jetzt gerade bestimmt bist, überhaupt bis zum Midgame halt kommt. Ne? Ja. Also die sehen nie eine 400 da. Ähm, Wo wir eben, wir analysieren natürlich ein bisschen mehr das Spiel, okay, wo haben wir denn welchen Content freigeschaltet, wo passiert denn noch relativ viel und ab wo wird es immer weniger, was du eigentlich eben ausbauen, regulieren und überhaupt eben und überhaupt im Spiel machen kannst, wo wird es immer, ähm, ich sag mal, repetitiver, dass du immer wieder nur das Gleiche machst und immer weniger eben kreativ im Spiel investieren musst. So, und wir sehen halt natürlich auch, wo Spieler zum großen Teil eben auch aufhören. Und das ist eher so, dass es so dann eher bei 350 eben richtig dann halt losgeht, dass die Leute sagen,
ja, okay, jetzt kommt hier irgendwie nicht mehr so viel. Hm. Nicht jeder ist bereit zu sagen, ja, ich mache jetzt mal eine Dungeon-Pause, macht jetzt mal die ganze Zeit und so weiter. Das ist ja ein sehr kontrolliertes Verhalten. Und wir würden wahrscheinlich, wenn dann, also dieses für uns dann late, ist dann eigentlich schon eher ab 350 in die Richtung. Ach, Weißt du? krass. Ja, um dann zu sagen, hey, das ist für ganz viele, also für die Masse der Leute, die das Spiel spielen, ist das, also Leute, die das Spiel mal bis Level 300 gespielt haben, ist das, oh Gott, wie weit geht das denn noch alles? So, und deswegen ist es natürlich so, es wird, also sagen wir, was man zusammenfassen kann, für dieses Update wird es mit Sicherheit so sein, dass es das Feature sein wird, dass du am spätesten freischaltest überhaupt. Ja. Hm. Ähm, und deswegen aber auch besonders eben für das spätere Late Game auch dann auch relevant halt sein wird. Okay, aber aus eurer Perspektive Late Game dann wahrscheinlich, ne? Aus unserer Perspektive, ja genau, ne, das ist für dich jetzt gerade so, ja, warte, sprich doch nur von Early, ne, aber es ist so, wo wir halt eher definieren, wo sehen wir einen vermehrten Churn von Spielern, wo wir eher das Feedback bekommen, ja, okay, jetzt hier wird es irgendwie langsam langweilig und muss ja gar nicht mehr so viel tun und so weiter, dass da eher etwas, eine Füllung halt eben auch reinkommt, aber sich dann halt möglichst weit nach hinten halt auch rauszieht. Okay, und genau da wird dann quasi in Zukunft dann angeknüpft, ne? Ja. Okay. Ja, okay. Ja, das ist sehr gut. Ja, ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, dass wahrscheinlich nur ein, was weiß ich meine, du hast die Prozente wahrscheinlich besser im Kopf, wirklich nur ein ganz kleiner Prozentteil bis Stufe 600 plus spielen werden. Es ist halt diese Pyramide, ne? Das ist halt wirklich so. Ja. Das geht ganz breit und läuft ganz, ganz, ganz spitz zu. Ganz oben natürlich, 600 und 700 es sind super wichtige Spieler, die seit über ein Jahrzehnt das Spiel spielen. Und wir wollen die halt nicht außer Betracht halt lassen. Aber es ist natürlich sehr schwer, dort eben was für diese Spieler dann zu machen. Hm. Ja, gerade die Leute bilden ja irgendwo auch die Substanz, sag ich mal, die halt eben schon über 10 Jahre mit dabei sind. Ne? Das ist ja schon wirklich eine Dekade dann, jetzt 15 Jahre jetzt schon dann. Das ist schon Ich war erstaunlich. nicht grau, als ich bei Player Games angefangen habe. Ja, dann sieht man auf jeden Fall, dass du da einiges mitmachen musstest. Ja, ein bisschen. Wohl, das ist auch vielleicht durch Familie die Kinder gekommen. Aber sagen wir mal so, ich war nicht grau. Ja, krass, ey. Ja, nee, ist aber schön zu hören, dass dann auch für die Late-Game-Leute auf jeden Fall was getan wird, weil die natürlich halt eben auch einiges dazu beigetragen haben. Nicht nur als Spieler selbst, so als aktiver Spieler, sondern eben auch wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon mit in der Kern-Community viel zu beigetragen hat, Feedback Ja, und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich habe jetzt nur noch tatsächlich eine Frage aufgeschrieben und dann sind wir hier tatsächlich auch schon am Ende. okay. Und ja, das wäre zum Beispiel, stehen in Zukunft noch weitere Serverfusionen an? Wie wird dort vorgegangen? Wie ist das Verhalten innerhalb von euch im Team? Wie entscheidet ihr das? Und kann man in Zukunft auch noch mit anderen Kontinenten rechnen? Ähm, Kann ich relativ leicht beides ja auch beantworten. Also es ist einmal so, es kommt dieses Jahr noch eine Fusion. Ähm, und wir fokussieren uns eher aus, dass man wahrscheinlich dann im Jahrestakt Fusionen hat. Mhm. Und welche Server da eben mit reinfließen, ist halt eine Mischung aus, wie alt ist der Server, wie aktiv ist der Server, und hat der Server gegebenenfalls, das ist auch noch ein Kriterium, ein Update mitbekommen, was einen krassen Unterschied zwischen den Servern halt macht. Ne? Mhm. Also nach dem Motto, hatten schon das Update und deswegen, wow, die sind viel höher in der Rangliste, deswegen, also das wird dann teilweise auch noch in Betracht gezogen. Wobei natürlich einfach Zeit der wichtigste Faktor dabei ist. Also der wichtigste Faktor ist, wie alt sind die Server? Dann sollten diese Server nicht zu weit auseinander halt liegen, damit es sich eher ein bisschen eher fair ist, dass sie zusammengelegt werden. Und wenn wir dann natürlich am Rand halt sehen, der Server, der erst nächstes Jahr dazu kommt, aber aus Grund dessen, weil das ein Server mit super wenig Aktivität ist, wenn wir die vielleicht gegebenenfalls eher in eine Fusion mit reinnehmen, als die Spieler dann noch ein Jahr lang weiter warten zu lassen, bis sie wieder praktisch durch eine Fusion auf einer aktiveren Welt spielen haben. Mhm. Und Server überhaupt, ja.
Es wird ja auch so sein, deswegen haben wir auch einen EU-Server draus gemacht, dass wir auch auf andere Kontinente kommen. Und das kommt tatsächlich in den nächsten Wochen dann jetzt auch schon. Ja, okay. Also dass dann ja nicht nur jetzt Europa als Beispiel da ist. Ich kann natürlich verstehen, Europa ist natürlich die Hauptzielgruppe so. Ne? Also Ja, vor allen Dingen ja Deutschland, Tschechien, Polen sind denke ich mal sehr stark vertreten so. genau. Ne? Und halt anders deutschsprachige Länder, ne? Schweiz, Österreich, dass da erstmal der Fokus drauf ist. Aber ja, das Wir, dann. wir haben das einfach so vorbereitet, dass wir, wenn wir es jetzt demnächst machen, dass wir tatsächlich auch vom Server-Cluster her, ne? Also dort, wo die Berechnung alles drüber läuft, haben wir jetzt zurzeit nur in Europa. Für diesen neuen Kontinentalserver, der dann halt kommt, wird es auch so sein, dass der Cluster dort auf dem Kontinent halt ist. Hm. Damit wir auch klar sicherstellen können, dass die Latenzen, die man im Spiel halt hat, eben wesentlich geringer sind, als wenn jetzt User aus Australien oder irgendwo anders weit weg von Europa auf das Spiel zugreifen, eben schlechte Latenzen haben und kein Spielerlebnis, so wie es hier in Europa klar ist und ich die Enter-Taste benutze, das auch wieder jetzt auch wieder geht, dass das auf jeden Fall Möglichkeit ist. Hm. Geringen Latenzen. Ähm, habt ihr so eine Art Roadmap eigentlich, wie ihr die Server rausbringt? Also wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Serverstart ist bei euch zum Beispiel schon so gedacht, okay, dann und dann startet EU 20, 30, 40 oder bis wann ihr das auch immer ja, machen wollt. Also, Das wäre zum da, Beispiel auch für mich als, ja, als Creator, wäre das zum Beispiel auch sehr nützlich, sag ich mal, zu wissen, das wurde ja auch schon jetzt verlängert, dass ihr das ankündigt, vorher jetzt schon eine Woche und das ist schon ganz gut, aber jetzt auch gerade für mich als Creator, der halt eben auch noch so Arbeitnehmer ist, sag ich mal, ne, dass man ja, sich da besser drauf einstellen kann in Zukunft, wann welcher ja, Server startet, vor allen Dingen, wenn es jetzt ein Server ist, wo man selbst sehr Interesse drauf hat, dann auch selbst drauf zu spielen, dann aktiv und Langzeit, den dann auch mitzunehmen und sich vielleicht darauf einzustellen. ja. Gibt es da sowas, so eine Roadmap? Also intern, du musst es halt machen. Wir sind ein Team von insgesamt mittlerweile 45 Leuten. Hm. Du musst einfach eine Planung. Wir müssen halt auch eine Planung für komplett nächstes Jahr machen. Die haben wir auch schon intern, eine Roadmap für nächstes Jahr. Hm. Nur, ob wir es schaffen, es so umzusetzen und es so wirklich kommt, ist es halt nichts, was wir teilen können. Weil dann hat man die Idee, oh, guck mal, da kommt das, aber dann kommt es doch nicht. Und genauso wie wir jetzt das Update halt anpassen, wird das auch die Roadmap für nächstes Jahr ändern. Und natürlich planen wir das im Groben schon ebenso weit. Aber auch jetzt passen wir es halt gerade eben ein bisschen an von den Zeitpunkten her. Und ich glaube, es wäre schon eben auch für dich eben gut, wenn wir es eher, vielleicht eher 3 oder 4 Wochen vorher ankündigen, wenn es ein Server ist, der gegebenenfalls relevanter ist, ne, wo man sagt, okay, da startet er. Ich sage mal so, man kann natürlich immer drüber nachdenken, hey, gewissen Personen erläutern wir, dass da ein Server kommt und das ist dann schon 4 Wochen im Voraus und für die Community machen wir es dann zum Beispiel 1,5 oder 2 Wochen im Voraus. Ähm, Manchmal sickert dann die Information auch durch. Hatten wir auch schon solche Sachen. Aber da müssen wir halt mal gucken. Ich denke, dass wir in Zukunft das schon wahrscheinlich auch etwas weiter noch aufbauen werden, dass man eher die Personen, für die es relevant ist, es einfach wirklich ein bisschen eher zu wissen, eher auch die Informationen bekommen und vielleicht auch für die Community etwas eher, damit man weiß, was da noch kommt in den Hm. nächsten Wochen. Okay, also ist quasi auch ja, die Server-Release-Abstände sind dann auch ein bisschen unterschiedlich oder habt ihr da wirklich eine feste Wochen- bzw. Monatsanzahl? Es ist tatsächlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Aus der Vergangenheit raus wissen die meisten ja schon so, ja, es müsste Ja. ungefähr sein. Aber das ist auch etwas, was wir an gewisse aktuelle Situationen halt anpassen, wie teilweise eben auch jetzt, Hm. wo wir sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist für die Community ja dann auch ist. Und wir es auch daran anpassen, teilweise, wie wir ein Update fertig bekommen und zu sagen, hey, das ist super relevant für diesen Server. Dann macht es keinen Sinn, den Server doch jetzt eine Woche vorher zu starten, sondern lieber nach dem Update, damit alle von vornherein dieses Update halt spielen können. Damit hängt es manchmal in Sachen. Und wenn wir dann sagen, ey, wir müssen doch Updates hin und her schieben, verschiebt sich halt dann auch vieles in dieser Roadmap.
Mhm. Okay. Ja, also auf jeden Fall vielen lieben Dank erstmal für die Sehr gerne. Einblicke deinerseits. Ich denke mal, wir konnten da einige Und Informationen jetzt aus dem Video hier heute mitnehmen. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Thorsten, für deine Zeit, die du dir heute hier für uns genommen hast. Das wissen wir sehr zu schätzen, ist nicht selbstverständlich. gern. Dankeschön, dass du hier ja, bei mir auf dem Kanal als Gast gewesen bist und dich den Fragen und der Kritik der Community auch so ein bisschen gestellt hast. Und ja, bei mir auf dem Kanal ist es immer so Brauch, dass mein Gast das letzte Wort hat. Deswegen verabschiede ich mich schon mal, bedanke mich und die letzten Worte gehen an Thorsten. Oha, letztes Wort an mich, alles klar. Ja, dann erstmal vielen Dank praktisch für die Einladung. War ja auch alles soweit von den Fragen unvorbereitet. Ich hoffe, es hat allen samt hier ein bisschen Spaß gemacht, dazu zu hören und noch ein bisschen tiefen Einblick zu kommen. Vielleicht wiederholen wir das mal und wünsche allen deswegen erstmal viel Spaß weiter mit Shakespeare Chat. Ciao. Alles klar, ciao.